Ja, hallo, hier ist Andreas von Place for Africa. Ich bin hier heute mit Abdurrahim Diallo, der am letzten Wochenende einen Workshop bei uns gehalten hat zum Thema Dekonstruktion der SDGs und Grundsätze globaler Gerechtigkeit. Abdurrahim, möchtest du dich mal kurz vorstellen? Mein Name ist Abdurrahim Diallo, ich komme aus Guinea und ich arbeite als Politikberater für Ministerien der AKP-Staaten, also Afrika, karibische Staaten und Pazifik und beschäftige mich auch sehr stark mit Dekolonisierung, mit Antirassismus und mit Empowerment von Diskriminierung betroffenen Gruppen und Strukturen und freue mich heute, euer Interviewpartner zu sein. Ja, und die erste Frage wäre, warum hast du dich denn für dieses Workshop-Thema entschieden und was hältst du für besonders relevant bei diesem Thema? Dekolonisierung ist so wichtig, weil wir immer noch in kolonialen Kontexten leben. Gerade im globalpolitischen Bereich haben wir immer noch ganz viel Dominanz, Ungleichgewichte, ungerechte Verhältnisse und Machtverhältnisse, die ungerecht sind, die aber sich zurückführen lassen auf Kolonialismus. Und auch ganz viel politische Inkohärenzen, und auf die müssen wir aufmerksam machen. Und gerade wenn wir es mit einer sehr jungen, aktiven Gruppe von Teilnehmern zu tun haben, ist es hier wichtig, auf die Punkte hinzuweisen, Impulse zu setzen, die Leute anzuregen, sich damit auseinanderzusetzen, damit das nicht weiter fortbesteht. Es gibt so viele Aspekte, die kaschiert werden, aber wenn man einmal sich auf den Weg macht, zu dekonstruieren, das ist auch der zweite Aspekt, dekonstruieren, dass wir Begriffe wie Reichtum, Armut, Entwicklung überhaupt neu denken, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wie hast du den Lernprozess der Teilnehmenden während des Workshops erlebt? Ja, ich muss wirklich sagen, dass es erstens eine sehr, sehr tolle Gruppe ist, weil sie sehr, sehr divers aus unterschiedlichsten Ländern und Herkünften Afrikas, Europas und darüber hinaus auch ja, sich zusammengesetzt hat. Das waren sehr kritische Leute, aber ich habe auch gemerkt, dass oft dieser, diese Spaltung zwischen Gruppen, die Kolonialismus erlebt haben und welchen, die aus Staaten kommen, die Kolonialismus praktiziert haben, dass diese Spaltung auch zum Teil bestand und das Wichtige war, das zu überwinden. Das heißt, dass wir eine gemeinsame Auseinandersetzung oder eine gemeinsame Auseinandersetzungskultur etablieren während des Workshops und dann viel voneinander lernen. Weil es geht auch darum, Machtverhältnisse generell kritisch zu betrachten und zu dekonstruieren. Also zum Beispiel im globalen Süden gibt es auch ganz viele Machtverhältnisse, die Kolonialismus immer noch weiter befördern, ne? Also unsere eigenen Machteliten zum Beispiel. Und dass wir neue Allianzen gründen. Und gelernt auf jeden Fall, habe ich gemerkt, haben die Leute ganz viel, ganz mitgenommen, dadurch, dass sie selber auch aktiv in Arbeitsgruppen mitarbeiten konnten und vor allen Dingen nicht sich berieseln ließen, sondern selber was auch erstellt haben. Mit den SDGs, die nur bis 17 gehen, haben wir SDG 18, 19, 20, 21 und 22. Und das war echt super. Ja, super. Und mit welchem Gefühl hast du den Workshop verlassen und warum denkst du, es sollte noch öfter solche Workshops geben? Ganz ehrlich, ich war richtig begeistert, richtig geflasht. Es kam auch viel zurück, muss ich sagen. Es war eine super Atmosphäre während des Workshops. Und ich habe das Gefühl, dass hier auch so eine Gruppe zusammenwächst. Und auch aufgrund der Tatsache, dass man online sich austauschen kann, finden kann, habe ich gemerkt, dass ganz viele Leute auch mobilisiert sind und aktiv sind. Und ich glaube, dass wenn wir diese Workshops ausweiten, dass sich viel tun wird und dass diese Gruppe größer wird. Vor allen Dingen ist diese Gruppe sehr aktiv, praktisch vorzugehen, sich mit politikentscheidenden Leuten im globalen Norden und Süden zu treffen und auch Dinge zu fordern. Also die sind echt empowered und das war echt ein schönes Erlebnis. Na, das ist doch eine tolle Perspektive für die Zukunft. Vielen Dank, Abdurrahim. Sehr gerne. This is a song which is part of the workshop, Mama E. Lagini makelema, mewoni makelema, jatigi makelema,
Antigi Makelema, Babe Kelema.